Herzlich willkommen zu einem weiteren Präzisionsgespräch. Ich bin heute zu Gast bei Engineric, einem Hersteller von Mikrooptiken aus Glas und mikrooptischen Systemen. Und ich bin gespannt, inwieweit die Digitalisierung hier schon Einzug erhalten hat. Das schaue ich mir jetzt mal an. So, ich bin jetzt im Shopfloor bei Engineric und ich freue mich auf meinen Gesprächspartner, den Geschäftsführer Dr. Olaf Rübenach. Hallo Olaf. Hallo Conny, schön, dass du da bist. Danke, dass ich hier sein darf. Ich habe gesehen, ihr habt unglaublich viele verschiedene Prozesse hier im Shopfloor und mich interessiert, wie die Digitalisierung eigentlich in diesen einzelnen Prozessen vielleicht schon etabliert ist oder ob vielleicht auch schon Prozesse vernetzt sind miteinander. Ja, die Vernetzung ist noch nicht so weit vorgedrungen, allerdings ist die Digitalisierung an sich schon ein wichtiger Bestandteil bei uns, weil er letztendlich auch unsere Wettbewerbsfähigkeit sichert. Und man kann das vielleicht daran beschreiben, dass wir neben der zentralen digitalen Produktionsplanung und Steuerung vor allen Dingen auch darauf setzen, dass die Digitalisierung uns bei ganz wichtigen Nebenprozessen hilft. Ich habe dir hier mal beispielhaft Linsen mitgebracht, wie wir sie für die Medizintechnik herstellen. Du darfst dir das gerne mal anschauen. Das sind Linsen für die Endoskopie, sehr komplexe Bauteile mit hohen Ansprüchen und eigentlich auch ein gutes Beispiel in dieser Verpackung, die zeigt, wie man für den Kunden solche Bauteile dann auch in einer hohen Qualität, ready to use, wie man so sagt, bereitstellen muss. Und wäre so diese Verpackung der Optiken auch ein Prozessschritt, der besonders digitalisiert ist und den du da herausheben würdest? Absolut, also digitale oder automatisierte Montageprozesse, aber auch digitale automatisierte Prozesse zum Verpacken dieser Bauteile in diese Trays, das ist ein wichtiger Bestandteil und den können wir uns auch gerne mal im Reinraum anschauen. Sehr gerne. Gut, dann gehen wir mal dahin. Ja, Conny, das ist genau dieser Verpackungsprozess, von dem ich eben gesprochen habe. Die automatisierte Verpackung von Linsen, wie sie aus der Reinigung kommen, also mehr oder weniger stochastisch verteilt und dann für den Kunden einsatzfertig für die automatisierte Entnahme vorbereitet werden. Hier in dem Fall ein ganz kleines Bauteil, nur 0,3 mal 0,3 mal 4 mm. Wahnsinn. Also das ist ja gerade bei solchen Dimensionen so eine Automatisierung eine erhebliche Arbeitserleichterung. Was sind denn jetzt die nächsten Schritte für euch, die wir vielleicht auch im Rahmen von ACORP zum Beispiel zusammengehen können? Ja, ACORP ist natürlich spannend für uns, weil es bietet uns die Möglichkeit, weitere Prozesse irgendwie in diese digitale Welt reinzubringen. Wir haben hier eine wunderbar funktionierende Einzellösung, aber zum Beispiel die Anbindung automatisiert von der Reinigung in dieses Verpacken hinein ist schon ein spannender Punkt, aber wir haben da noch viel mehr Ideen. Ich freue mich drauf. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.